Wir müssen dieses Video machen, denn es gibt immer noch Menschen, die benutzen ChatGPT wie Google und das funktioniert nicht. Wenn ihr also wissen wollt, wie man irgendeine App, irgendein Tool im Bereich generativer KI richtig benutzt und wenn ihr verstanden haben wollt, wie ihr allen anderen einen Riesenschritt voraus seid, für euch ist das Video, es geht hier um die absoluten Grundlagen, die die meisten Menschen nicht auf dem Schirm haben. Es gibt Leute, die benutzen einen beispielsweise Free ChatGPT-Account, also der nichts kostet, besser als jemand, der dafür sehr viel Geld ausgibt. Und ich möchte euch ein Modell erklären, mit dem wir schon sehr lange arbeiten, was sehr gut auseinander-nimmt, warum ein Ergebnis, was ihr bekommt, richtig, richtig gut ist und euch die Arbeit deutlich erleichtert. Oder ihr einfach nur eine E-Mail überarbeiten lasst und sagt, ja, so richtig geil ist das noch nicht. Dazwischen liegen wirklich Welten. Und was ihr lernen werdet in dem Video, ist dabei auch die Unterschiede zwischen beispielsweise Apps wie Perplexity, NotebookLM und ChatGPT, also zu verstehen, was die Unterschiede sind. Aber ihr werdet auch verstanden haben, wie man die jeweiligen Tools richtig ansteuert. Also lehnt euch zurück, hört genau zu und dann kommentiert rein, was ihr noch wissen wollt oder was ich nicht gut genug erklärt habe. Okay, das Geheimnis dahinter nennt sich GenAI Dreieck. Und das ist super simpel, das ist wirklich einfach nur ein Dreieck. Und wenn ihr denkt, habe ich schon alles gehört, dann hört jetzt mal genau zu, denn wir gehen hier wirklich ins Detail, wie jede Seite, jede Ecke dieses Dreiecks funktioniert. Es hat logischerweise wie ein Dreieck 3 Punkte. Ihr habt das Modell, ihr habt den Prompt und den Kontext. Das ist schon so simpel, wie es ist. Aber hinter jedem dieser Punkte stecken Details, die wir einzeln durchgehen. Beim Modell gehen wir gleich im Einzelnen rein, habt ihr eben auch Sachen drin wie die verschiedenen Apps und die verschiedenen Anbieter, die man verstehen muss. Und beim Prompt gehen wir in ein paar Techniken rein, weil das werdet ihr schon gehört haben. Und auch beim Kontext gibt es Dinge, die vielen nicht so bekannt sind, was man damit genau tun kann. Wenn diese 3 Seiten sauber zusammenspielen, dann ist jeder Gratis-Account, der gut benutzt wird, besser als jemand, der viel, viel, viel Geld ausgibt, um ein Ergebnis zu bekommen. Das ist wirklich der Unterschied zwischen der alten Arbeitswelt und der neuen Arbeitswelt. Beim Modell sagen viele immer, ja, wir brauchen ein großes Modell und das muss das neueste Modell sein. Und alle gucken nur darauf und es gibt Millionen von KI-Modellen mittlerweile. Es gibt aber ein paar, und wir sagen eher Systeme oder Apps, die verdammt gut untereinander abgestimmt sind. Und ich nehme mal 3 Anbieter, um euch die Unterschiede zu erklären, warum es so wichtig ist zu wissen, wann setze ich welches Modell ein. Perplexity, Google mit NotebookLM und ChatGPT. Das sind jeweils die Apps. Könnt ihr mal selber schauen. Könntet ihr jetzt sagen, was die Unterschiede sind zwischen diesen 3? Ganz simpel, Perplexity ist darauf spezialisiert, Daten im Internet in Echtzeit mit KI quasi zu suchen und zu finden. Das ist das, was die tun, das Einzige, was sie tun. Und das tun die besser und deutlich transparenter mit den ganzen Quellen als beispielsweise die Suche, die es mittlerweile auch in ChatGPT gibt. Das heißt, Perplexity wurde nur dafür gebaut. Das ist das, was die optimieren. Anders als ChatGPT wiederum, die halt im Hintergrund ihre Modelle laufen haben, wo ihr die Suche mit einem dieser Modelle machen könnt, könnt ihr in Perplexity eine Vielzahl an Modellen auswählen, um quasi eure Suche durchzuführen. Ein eigenes optimiertes LLM, ihr könnt aber auch Claude von Anthropic ansteuern, ihr könnt OpenAI mit GPT ansteuern, Grok von X und so weiter. Das heißt, Suche, Perplexity ist einfach immer noch besser. Wie würde man jetzt verstehen, was der Unterschied zwischen NotebookLM und ChatGPT ist? Da wäre es dann anders. NotebookLM ist verdammt gut da drin, sehr viele Dokumente, sehr viele Quellen, sehr viele verschiedene Sachen, die ihr vielleicht irgendwo gefunden habt und die ihr danach durchsuchen wollt, sauber zu strukturieren und die Quellen wiederzugeben. Das liegt daran, dass das Modell hinter NotebookLM, Gemini, schon in sich eine verdammt gute Suchfunktionalität hat. Oh Wunder, Google kann Suche. Deutlich besser als beispielsweise das, was ihr mit ChatGPT machen könnt. Wogegen ChatGPT wiederum extrem gut ist, Dinge zu generieren, weil die Modelle dahinter, also GPT-4o, sehr gut im sehr schnellen, breiten, generellen Strukturieren ist und die O1-Familie sehr gut ist, Dinge sauber zu durchdenken, richtig gut in der Tiefe zu durchdenken. Und allein in ChatGPT gibt es 6 verschiedene Modelle. Und wenn ihr jetzt sagt, boah, ich habe das alles nicht verstanden, ihr müsst es ausprobieren. Ihr habt jetzt das grundsätzlich mal gehört und müsst mal testen, wie es ist, Quellen in Perplexity zu suchen, mit den Quellen in NotebookLM zu arbeiten und vielleicht die Ergebnisse dann in ChatGPT sauber zusammenzuführen und zu einem finalen Dokument zu bringen. 3 verschiedene Apps mit verschiedenen Modellen dahinter. Das ist mal eine Seite aus dem GenAI-Dreieck. Allein vorher das zu unterscheiden, macht einen riesen Unterschied.
Um überhaupt etwas aus dem Modell rauszubekommen, brauche ich ein Prompt. Das ist nichts anderes als ein Befehl an das Modell in Klartext. Also ich kann ganz normal schreiben wie mit einem anderen Menschen. Das ist ein Prompt. Es ist keine Google-Suche, ich muss nichts coden, ich kann ganz normal mit dem Modell sprechen. Was ich wissen sollte, ist allerdings, dass jedes Wort auch dazu führt, dass etwas anderes bei rauskommen kann. Deswegen macht es total Sinn, den grundlegenden Prompt, die Mutter aller Prompts, zu kennen und zu verstehen. Das ist so etwas wie du bist, dann gibt es in dem Modell eine Rolle, deine Aufgabe ist, gibt es im Modell eine Aufgabe, du sollst Folgendes tun und Folgendes sollst du nicht tun. Also das heißt, man strukturiert diesen Text schon tatsächlich wie eine sehr klare Aufgabenstellung an vielleicht einen neuen Kollegen, der dabei ist und auf einmal etwas tun soll und ihr müsst in den Urlaub oder dürft in den Urlaub und gebt ganz klar etwas, was zu tun ist und was nicht. Das ist ein Prompt, mehr nicht. Allerdings gibt es eine ganze Wissenschaft dahinter, wie Prompts aufgebaut werden können. Und es gibt wirklich so lange Bretter an Prompts, die ganz viel machen. Und das nennt man dann Prompt Engineering, was schon wie so eine Vorstufe vom Coden ist. Und ihr müsst nicht zum krassesten Prompt Engineer werden, darum geht es nicht. Aber ihr müsst verstanden haben, dass ihr jetzt ein Tool an der Hand habt, was euch dabei helfen kann, den Prompt, den ihr angefangen habt zu schreiben, zu verbessern. Schreibt doch einfach mal los oder sprecht einfach rein und sagt, Folgendes will ich tun, das sollst du machen und so weiter. Und danach sagt ihr der KI, kannst du mir das bitte mal in einen guten Prompt überarbeiten? Ihr müsst es nicht alles selber machen. Das ist das Geheimnis hinterm Prompt. Es lohnt sich, mehr Zeit reinzustecken, als einfach nur zu sagen, mach mal fertig. Weil es ist schon ultra krass, dass die KI überhaupt versteht, was ist der Kontext meiner Anfrage und damit arbeiten kann. Und ich habe das schon mal in Videos gesagt und ihr habt das schon ein paar Mal bei mir gesehen. Ich spreche meistens rein ins Telefon und auch am Rechner. Ich spreche meistens mit der KI und das ist etwas, wir beobachten das in Workshops, das fällt vielen Menschen schwer, weil das ist nicht so intuitiv. Aber ihr gebt automatisch viel mehr in den Prompt rein, weil beim Schreiben Worte wegfallen und weggelassen werden und ihr müsst bewusst unterscheiden, tippe ich das gerade runter, um super präzise zu coden, zu engineeren, oder spreche ich es rein, um einen reichhaltigeren Prompt runterzuschreiben oder lass den danach überarbeiten. Das muss man abwägen. Aber das ist der Grund, warum ich häufig reinspreche und einfach mehr reingebe. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat und ihr euch die Frage stellt, wie bringen wir jetzt aber KI bei uns ins Unternehmen, dann gibt es eine Sache, die dürft ihr nicht vergessen. Ab Februar gibt die EU vor, dass Maßnahmen getroffen werden müssen in den Unternehmen. Der EU AI Act, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Maßnahmen bedeutet, ihr solltet mindestens jemanden haben, der als AI Officer zertifiziert ist und bei euch die KI-Tools und Prozesse im Überblick hat. Das dauert nicht lang, das tut nicht weh, das macht sehr viel Spaß. Und weil jetzt so viel Rückmeldung da war, haben wir gesagt, wir haben weitere Termine dafür. Die Termine zum AI Officer findet ihr auf ai-officer.io. Dann werdet ihr auf die Blackboard Shop-Seite weitergeleitet. Und mit dem Gutscheincode YouTube 150 bekommt ihr 150 € Rabatt auf das Ticket zur Zertifizierung. Und damit seid ihr im Unternehmen auf jeden Fall dafür gewappnet, diese Tools nicht nur rechtlich beurteilen zu können, sondern auch technisch besser zu verstehen und auch Projekte damit aufzusetzen. Jetzt geht's weiter. Der Kontext ist der dritte Punkt. Und ich habe den Kontext schon ganz früh erwähnt und gesagt, wenn die KI nicht weiß, was ihr wollt, wer ihr seid, warum ihr das macht, warum ihr das wollt, kann sie euch auch nicht helfen. Und das ist tatsächlich der Kontext. Und jetzt ist etwas passiert in den letzten Monaten und Jahren, das ist irre. Ich weiß es noch wie heute, als die erste, ich glaube, OpenAI Developer-Konferenz war, da gab es noch so Kontexte von irgendwie 2000, 3000, 4000 oder mal 8000 Tokens. Also so eine Seite, 2 Seiten, 3 Seiten. Und wir saßen davor und dachten, boah, cool, dann kopieren wir die da rein. Später gingen dann auch Dateien reinzuladen. Was ich beobachte, ist, dass viele Menschen einfach sagen, ich lade eine Datei rein, eine PowerPoint, eine Word, warum kann er damit nicht umgehen? Aber denkt einfach mal dran, so eine KI muss auf einmal diese super komplexen Dateien zerlegen und verstehen. Und jetzt ist hier ein Kommentar aufgekommen, der sagt, Mensch, warum kann ich meine 1300 Seiten nicht zusammenfassen? Und ich sag dir, das wird irgendwann gehen, aber es ist technisch so krass, dass das überhaupt geht. Also es ist wirklich so absurd. Du musst dir mal vorstellen, es ist wie mit so einem Rechner, der immer mehr Arbeitsspeicher bekommen hat. Die ersten Rechner hatten einfach wenig Arbeitsspeicher und konnten vielleicht eine Word-Datei oder eine Textdatei öffnen. Und heute schneiden wir ganze Videos auf den Rechnern. Das ist der Unterschied. Also es wird mehr und mehr und mehr werden. Auf deine Frage jetzt konkret zu den 1300 Seiten. Google Gemini in der größten Variante müsste das eigentlich hinkriegen. Ich meine, die schaffen 1 Million oder 2 Millionen Tokens. Das müsste so in etwa hinkommen bei den 1300 Seiten. Aber probier es mal aus. Es sind aber Large Language Models. Und das Kontextfenster, also der Text, den ihr reingeben könnt, das wird momentan immer länger. Und die wenigsten Menschen nutzen diese Länge aus. Die schreiben dann so ein bisschen was rein und so ein bisschen was rein, das war's. Warum würdet ihr das tun? Beispiel. Ich habe eingangs gesagt, ihr recherchiert auf Perplexity, findet 20 verschiedene Studien. Geht die in Notebook LM durch und zieht euch seitenweise Zusammenfassungen raus.
und gebt eure Frage, vielleicht, was ist das eine verbindende Element aller dieser Studien, könnte ja eine Frage sein, wenn man sie nicht alle gelesen hat, in ein Modell wie O1. Dann könnt ihr sehr, sehr, sehr viel Kontext mit eingeben und das Modell denkt dann darüber nach und geht diesen gesamten Kontext durch. Und damit lassen sich krasseste Sachen machen. Die Länge, das müsst ihr nutzen, um zu wirklich guten Ergebnissen zu kommen. Ich hoffe, das war konkret genug. Es ist wirklich die Grundlage. Also glaubt mir, wenn ihr sagt so, oh nee, alles zu komplex, das ist die Grundlage, die ihr verstanden haben müsst, um auf ein gutes Ergebnis zu kommen. Das ist das Geheimnis. That's it. Mehr ist da nicht. Das ist das, wie man GenAI gut bedient. Wenn ihr jetzt sagt, ich will besser verstehen im Detail, was wir machen können zwischen den Tools, dazu machen wir nochmal ein Video. Da erkläre ich euch nochmal, was Agentic Work bedeutet, wenn ihr eure Aufgaben zerlegt und entscheidet, wann steuere ich was an. Dazu müsst ihr aber hier die Grundlagen beherrschen, also übt schon mal in der Zwischenzeit. Und wenn ihr sagt, das hat euch geholfen, dann schreibt es gerne in die Kommentare, da freue ich mich drüber. Und teilt das Video bei euch auf Arbeit, denn es bringt nichts, wenn ihr alleine dran sitzt und das Ganze macht, denn es sollte ein Standard werden. Das bringt alle weiter. Danke fürs Zuschauen, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns nächste Woche.